Moin Leute, habt ihr auch eine Werkbank mit den 20 mm Löchern? Dann kennt ihr ja auch das Problem, man packt ein paar Schrauben auf den Tisch und zack sind einige durchgefallen, in der 12. Dimension verschwunden oder in einem Zeitloch, wo sie dann Tage später wieder auftauchen, wenn man sie gar nicht mehr braucht. Vorweg, alles, was ich jetzt hier zeige, habe ich mir selber gekauft, ist nicht gesponsert oder mir zugeschickt worden. Die Hersteller wissen gar nicht, dass ich dieses Video mache. Was ich nämlich gefunden habe, ist das hier. MFT-Plugs von Bandstock Tools, einer englischen Firma. Echt gut durchdacht. Wenn man nämlich die Löcher mit einer kleinen Faser versehen hat, wie man das macht, zeige ich gleich noch, dann passen die Plugs bündig in die Tischplatte. Dafür haben sie oben einen kleinen Überstand, damit sie nicht durchfallen. Geliefert werden die Plugs in solchen Dosen. Es gibt verschiedene große Dosen mit unterschiedlich vielen Plugs. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Leider muss man sich nach dem Brexit jetzt mit Zoll und höheren Versandkosten auseinandersetzen, was die Bestellung nicht einfacher macht. Es ist ganz einfach, die Löcher anzufasen. Die Firma Bandstock Tools und auch andere bieten dafür ein Werkzeug an. Das hier ist zum Beispiel das Teil von Bandstock Tools. Wie man sieht, ist da eine Wendeplatte drin. Wenn eine Seite der Wendeplatte stumpf wird, dreht man sie um 90 Grad und schon hat man wieder ein scharfes Werkzeug. Und das Teil passt genau in die Löcher. Und wenn man es dreht, wird die Faser geschnitten. Hier oben ist ein standardmäßiger Anschluss, der passt an den Akkuschrauber. Und noch eine gute Sache bei dem Teil, an der Unterseite ist ein Magnet eingelassen. Und mit diesem Magnet holt man die Plugs wieder aus den Löchern. Geniale Sache. Geht natürlich auch mit jedem anderen Magneten. Es gibt noch von der Firma UJK ein ähnliches Teil. Auch hier wieder mit einer Wendeplatte drin. Allerdings muss man es mit der Hand drehen. Kann ich nur sagen, viel Spaß bei einem größeren MFT. Es gibt dann auch vom Bandstocks Co. UK, so heißt die Webseite, also bandstocks.co.uk, diesen sogenannten Reamer. Wenn mal Leim ins Loch gekommen ist oder durch Feuchtigkeit hat sich das Loch etwas verkleinert, dann kann man mit einem Akkuschrauber das Loch wieder auf die 20 mm aufbohren. Dann ist mir, als ich dieses Teil hier gebaut habe, eine Idee gekommen. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich habe dieses Teil hier mit einer Shaper Origin gefräst. Auf meiner Webseite gibt es dazu schon ein paar Tipps und Tricks für die Vorbereitung und rund um das Fräsen einer solchen Platte. Ich habe hier einen kleinen Vakuumtisch als Prototyp gebaut. Natürlich ist so ein normaler Staubsauger nicht auf Dauer dafür geeignet, hier einen Unterdruck zu erzeugen. Und natürlich ist auch eine Spanplatte nicht hundertprozentig dicht. Die lässt halt auch ein bisschen Luft durch. Die müsste man jetzt ölen oder lackieren, um sie zu versiegeln. Und man sollte den Staubsauger auch nicht länger in so einem Vakuumbetrieb laufen lassen. Das ist nicht gut für die Kühlung des Motors. Er ist noch nicht rundherum komplett dicht. Und der Staubsauger hat auch nicht sehr viel Kraft. Ich kann das schon anheben. Ich schreibe euch unten den Link zu den MFT-Plugs der Firma Bandstock Tools hin und einen Link zu meiner Webseite mit ein paar Tipps und Tricks zu solchen Lochplatten. Das wäre es erstmal von mir und tschüss erstmal.